Hallo und herzlich willkommen zum 17. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die Browning High Power vor. Und zwar geht es heute um eine 9 mm Variante, die aus den 90er Jahren von FN im Auftrag von Browning produziert worden ist. Das Modell gibt es in 9 mm, 40 Smith & Wesson und 765 x 21 Parallelum. Die Entwicklung von dem Modell hat 1922 angefangen. Und das, weil die französische Armee auf der Suche nach einer neuen Dienstwaffe war. Der Anfang dieser Entwicklung hat der John Browning gemacht, wo der bekannt ist und ja, sagen wir es mal, der beste Waffenerfinder, Ingenieur und Hersteller überhaupt war. Der ist aber während der Entwicklungsphase gestorben. Der Rest der Entwicklung, also der Abschluss, hat dann schlussendlich sein belgischer Arbeitskollege Dieudonné Sayvet gemacht, wenn man das so richtig sagt. Und schlussendlich ist sie dann erst 1935 marktreif gewesen. Die französische Armee hat sich zwar nicht für das Modell entschieden, aber während dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Pistole extrem gut bewährt und hat danach eigentlich weltweit sehr gute Reputation, ist eine sehr Beliebtheit erlangt und dadurch ist sie dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit auch von verschiedenen Herstellern in Lizenz produziert worden und Polizei und Militär, Spezialeinheiten überall auf der Welt haben sie sich für die Pistole, für das Modell entschieden. Einer der bekanntesten Abnehmer ist die britische Armee, wo sie auch recht lang als Dienstwaffe benutzt hat. 2018 hat das Modell eigentlich ausgemustert werden. Durch das, dass sie aber so beliebt war und auch immer noch ist sie 2022 wieder in einer Neuauflage von FN produziert worden und wieder auf den Markt gekommen. Die High Power ist eine Hammerfire-Pistole mit einem Single-Action-Abzugssystem. Die Pistole ist komplett aus Stahl und wiegt knapp 1 Kilogramm. Die Griffschale ist bei unserem Modell aus Holz. Da muss man aber sagen, das sind nicht die Originalen, die haben wir leider nicht. Das Modell verfügt über eine Magazinsicherung, sprich, wenn kein Magazin in der Waffe drin ist, kann man sie auch nicht abführen. Manuell bedienbare Sicherungen hat unser Modell auf beiden Seiten. Wie man es von amerikanischen Waffen kennt, kann man die nur betätigen, wenn der Mechanismus gespannt ist. Speziell noch, dass man die Sicherung auch verwenden kann, um den Schlitten zu arretieren, wenn man den abnehmen muss für einen Filzstrip oder um sie zu reinigen. Der Schlittenfanghebel und der Magazinauslausknopf befinden sich nur auf der linken Seite. Sind nicht allzu gross, aber dennoch ziemlich gut bedienbar. Wie schon vorher erwähnt, ist es eine Hammerfight-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Der
Abzugsweg ist ein bisschen harzig, der Druckpunkt ist aber gut erkennbar. Der Reset-Weg ist eher lang, der Punkt ist relativ fein, aber man kann ihn eigentlich erkennen. Und das Abzugsgewicht ist 3,5 Kilo. Beim Lauf handelt es sich um einen 118 mm langen gezogenen Lauf. Die Kimmenvisierung ist aus Stahl und verfügt über 2 Kerbungen, die aber nicht farblich gekennzeichnet sind. Die Kornvisierung ist aus Stahl und hat genau die gleiche Kerbung wie die Kimme. Beide Visierungen sind nur horizontal verschiebbar. Der Rückstoß ist für einen 9 mm eher hoch, ist aber trotzdem gut handelbar gewesen. Die Schussfolge ist auch relativ schnell gegangen, also man konnte eigentlich schnell nacheinander die Schüsse abgeben. Das Schussbild ist sehr gut gewesen. Da haben wir wirklich das beste Schussbild seit wir die Reviews machen. Also wirklich eine präzise Waffe. Das Magazin ist aus Stahlblech und fasst 13 Schuss. Es gibt auch noch 10, 15 und 17 Schuss Magazin für das Modell oder sogar einen Hersteller, der 20 und 30 Schuss Magazin macht. Für die Browning im Kaliber 40 S&W gibt es einfach 10 Schuss Magazin. Mein Fazit zu dieser Pistole ist, man merkt halt ein bisschen, dass sie eine alte Waffe ist. Sie ist zum Teil ein bisschen harzig, ein bisschen kratzig. Aber sie macht dennoch Spaß zum Schiessen. Sie ist mega präzise. Also würde ich sie eigentlich den Leuten so ein bisschen Sammler empfehlen. Oder Leute, die halt Präzision schiessen wollen. Von dem her eigentlich gute Waffe. Und schon zu empfehlen, aber sicher nicht jedem. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger gleicher Meinung wie der Patrick. Ja, es ist halt nicht mehr die jüngste, man merkt das halt auch, aber High Power ist halt, ja, man sagen, eine Ikone, also sicher jeder, der Waffen sammeln tut, der muss halt einfach so eine haben. Wie der Patrick es auch schon gesagt hat, wir haben es gesehen, obwohl unsere über 30-jährige ist, sie schießt immer noch extrem präzise. Also wenn man eine präzise und eine zuverlässige Waffe sucht, ja, High Power ist sicher eine gute Wahl. Aber halt für Leute, die dynamisch schiessen möchten, schnell schiessen mit Magazinwechsel und so, da muss man halt einfach sagen, ja, für das ist sie halt doch dann eher zahlt. Also denen würde ich es eher ein bisschen weniger empfehlen, außer halt dann die moderne Variante nehmen, die kürzlich auf den Markt gekommen ist.
Aber ja, Top-Waffe, ja, sicher super Modell. In dem Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Danke natürlich auch an Assetto Suisse, dass wir dort unsere Schiussaufnahmen machen. Wie immer findet ihr unsere Detailbilder auf Insta, Facebook. Dort würden wir uns natürlich auch über ein Like und ein Follow freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.